Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU16. Hier geht es mittlerweile auch weiterhin voran. Der Bahamas Wo mit Stufe 310 ist momentan der Spieler, der ja höchstwahrscheinlich einer der ersten 5 sein wird, die hier sich ein Avatar-Bild holen können. Und ja, einer der ersten ist die Stufe 350 als erstes erreichen. Danach wird es dann wirklich knapp in dem Umfeld. Da sind alle relativ gleich auf, die hier auch ja, die gleichen Ambitionen hegen. Und ja, deswegen werden wir das weiter auf jeden Fall hin noch beobachten. Ansonsten tut sich hier momentan nicht allzu viel auf dem Server. Ne, es wird halt fleißig gelevelt, das war zu erwarten. Und ja, wir werden sehen, wenn hier noch die nächsten Pushes gemacht werden. Genau, dann, ja, wir sind ja hier auf EU16, ja, bin ich einfach einer random Gilde hier gejoint, weil, ja, wir aus der anderen Gilde rausgegangen bzw. rausgeworfen worden sind, weil ich halt nicht so aktiv gewesen bin. Ich war ja hier nur, ja, stiller Zuschauer von der Seitenlinie, sag ich mal. Das war ja von vornherein schon so kommuniziert. Jetzt bin ich hier in der Gilde gejoint und versuche halt die, ja, einfach so ein bisschen unter die Arme zu greifen mit den Ausbauten. Wir werden heute versuchen, das noch so hoch wie möglich zu treiben von den Ausbaustufen her, ja, damit wir hier einfach einer random Gilde ein bisschen was Gutes tun können. Deswegen würde ich mal sagen, legen wir uns mal heute ein bisschen ins Zeug. Und ja, gucken mal, ob wir hier ein kleines Epic-Event aufspielen können. Oh, das ist schon mal ein sehr guter Anfang, damit wir hier vielleicht ja, heute ein paar Dungeons legen können und ja, eventuell den ein oder anderen Goldtaler mit nach Hause nehmen können. Genau, damit wir ja, einfach so ein bisschen Gold farmen können. Ja. Gut, jo, das hätte ich mir jetzt ja hier schon ganz gerne mitgenommen. Allerdings, ja, ist das Only Gold und das Gold ist zum Anfang echt teuer, muss ich sagen. Ich glaube, das habe ich hier für Pilze bekommen. Wir nehmen das mal auch und wir gewinnen hier auch den Stein raus, denn dadurch, dass wir jetzt in einer neuen Gilde drin sind, fällt es ein bisschen schwieriger, mir gute Edelsteine zu holen, denn wir sind jetzt von der Ritterhalle her ein bisschen abgesackt. 125 kriegen wir jetzt für große und wir hatten hier schon bei kleinen 149 in der alten Gilde gehabt. Ja, weil wir jetzt halt hier eben in einer etwas schwächeren Gilde gejoint sind, ist dementsprechend natürlich auch die Ritterhalle gesunken und damit auch die Steine nicht mehr so gut. Das heißt, wir müssen jetzt darauf Acht geben, dass wir diese Steine hier auch behalten, die ich noch aus der alten Gilde habe. Ich hatte die ja schon teils gegen die schwarzen Edelsteine getauscht, weil die besser waren. Jetzt behalten wir die aber erstmal noch, weil sich die jetzt noch nicht wieder ganz so doll lohnen, sag ich mal. Ne? Jo, genau. Gut, wir brauchen Gold, um uns Items zu kaufen. Wir gucken mal, wo wir hier vorankommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht kriegen wir ein bisschen was im Wirbelwind hin. Eigentlich wollte ich mich erst equippen, bevor wir in die Dungeons reingehen, weil ich weiß, dass wir in den Dungeons nicht allzu viel jetzt hätten machen können, weil uns halt eben ja, die nötigen Items dafür fehlen. Und ich jetzt mein letztes Gold auch in die Gildenausbauten gesteckt habe. Nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem irgendwo ein bisschen Gold herkriegen, um uns die Items hier zu leisten. Deswegen würde ich mal sagen, wir nehmen mal eine kurze Quest an, damit wir hier vielleicht ein bisschen auf, ja, auf das Gold kommen. Wir nehmen auch hier alles mit an Gold, was wir hier kriegen können. Und ja, vielleicht sogar auch noch eine Kiste, falls sie nochmal auftauchen sollte. Die XP war mir jetzt aber erstmal wichtiger. Ja, nö, taucht nicht auf, aber wir nehmen die XP mit. So, und können uns jetzt auch die Handschuhe kaufen. Ich hoffe mal, dass wir demnächst hier noch Items kriegen, wo man eventuell auch mit Pilze bezahlen kann, weil diese Gold-Only-Items, die sind echt teuer, ja, was halt eben das Gold angeht. Ja, da bezahle ich persönlich lieber 15 Pilze
Und dann gibt man nicht so viel Gold aus. Gerade am Anfang ist das halt extrem. Ne? Hier, guck mal, das kostet zum Beispiel nur 38.000 im Verhältnis. Und ja, man bezahlt halt eben dafür und dann halt eben on top 15 Pilze. Dafür halt aber eben deutlich weniger Gold. Ne? Ist zum Anfang des Spiels ein bisschen, also ist auf jeden Fall deutlich ja, goldsparender in dem Sinne. Und das ist halt eben das, was uns jetzt auch am meisten fehlt. Das Jold, nicht? Das Jold fehlt uns. Auf jeden Fall war ganz gut, dass wir jetzt den Gürtel gefunden haben. Das war jetzt, glaube ich, unsere größte Schwachstelle. Den wollte ich unbedingt haben. Den haben wir jetzt gefunden. Waffentechnisch. Ja, können wir was mitnehmen. Wäre ja auch gut, wenn wir irgendwie unsere Begleiter ein bisschen equipped kriegen. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Damit wir ja auch im Märchenturm vielleicht ein bisschen was kriegen können. Ich weiß nicht, wie weit ich hier eigentlich spielen will auf dem Server. Ich bin noch relativ unentschlossen. Ist natürlich so eine Sache. Im Märchenturm kriegt man natürlich das meiste Gold. Da können wir das meiste rausholen. Und dann ja, können wir auch der Gilde hier am meisten weiterhelfen. Aber ich weiß nicht, ob wir überhaupt so weit hier noch spielen auf dem Server. Weil man kann nur seine Ausbauten, seine Gildenausbauten bis zu einem bestimmten Punkt vorantreiben und dann bringt das der Gilde selbst auch nichts mehr weiter. Jo, deswegen weiß ich nicht, wie worth das ist, die Begleiter jetzt noch hier extra zu equippen, bevor wir die in Gang kriegen. Dauert das halt eben auch Ewigkeiten und kostet natürlich auch ordentlich was, ne? Ich lasse die Waffe jetzt einfach mal liegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Entscheidung gewesen ist. Aber ich glaube, ich will hier mehr Fokus dann auf die Lichtwelt und den Wirbelwind legen, anstatt noch meine Begleiter für die Schattenwelt und Märchenturm noch weiter zu equippen. Ich habe die jetzt mal liegen lassen, einfach. Brustpanzer wäre cool, wenn ich das sehe. Ich habe die erstmal einfach liegen lassen, die Waffe, weil die von der Spanne mir her jetzt so gar nicht gefallen hat. Und deswegen würde ich die jetzt halt eben auch einfach mal skippen. Ja. Ich guck mal, ob in der Lichtwelt hier, wie es da aussieht. Denn, okay, nice. Vielleicht sollten wir erstmal nochmal gucken, dass wir ein paar Level zusammenkriegen hier. Ja, sehr schön. Bevor wir hier noch weiter im Shop rumblättern. Denn, ja, man sieht ja, es fehlen noch ein paar Dungeons. Wir sind 150. Und das sollten wir definitiv erstmal nochmal in Angriff nehmen, bevor wir uns hier noch weiterhin equippen. Stufe 152, sehr schön. Schwarzschädelritter, wenn wir den besiegen, dann können wir auch den nächsten Dungeon freischalten. Mal gucken, wir sind Berserker. Es ist ja nichts unmöglich. Und es ist natürlich sehr gut, nice, sehr schön, dass wir ein bisschen in den Levels aufsteigen, weil dadurch können wir natürlich deutlich mehr Gold dann auch durch die Quests erhalten, ne? Also ja, das Level macht da schon wirklich am meisten aus. So, dann machen wir das mal, zack. Und dann nochmal, gucken wir nochmal in die Lichtwelt rein. Wie wir jetzt erstmal hier weiterkommen, bevor wir ja, jetzt nochmal ein bisschen in den Shop reingehen und uns hier neu equippen. Aber ist auf jeden Fall erstmal schon mal gut. Das ist guter Progress. Man muss auch irgendwie so ein bisschen immer die richtige Balance finden zwischen wie viel stecke ich jetzt in die Gilde rein und wie viel stecke ich in meinen eigenen Account rein normalerweise. Aber ich glaube, ich werde hier jetzt erstmal einfach alles stumpf in die Gilde Gildenausbauten reinstecken. Ja, bringt ja momentan mir ja auch selbst auch weiterhin erstmal noch einen Fortschritt, da ich halt ja dann auch irgendwie davon profitiere. Und deswegen machen wir das jetzt erstmal. Also das ist eigentlich so der komplette Grund, warum wir jetzt hier heute auf dem Server ein bisschen Gas geben und ein bisschen pushen. Ansonsten, ja, würde ich halt hier wirklich nicht weiter spielen wollen auf dem Server, weil ich ja momentan meine 3 anderen Accounts habe plus EU15, den ich ja dann doch ein bisschen länger spiele, als ich eigentlich geplant hätte. Und ja, deswegen ist das echt auf jeden Fall ziemlich zeitaufwendig, so viele Accounts dann gleichzeitig zu bespielen. Ich würde das Level hier noch mitnehmen, Stufe 154, mal gucken. Und dann würde ich, glaube ich, nochmal ein bisschen in den Shop reingehen, neu equippen. Ja, und dann nochmal in der Lichtwelt einfach mal gucken, weil ich glaube, der hatte Bock gehabt, auf jeden Fall. Der hatte Bock gehabt. So, den haben wir. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht mit einer neuen Waffe. Und anderweitigen Dingen, plus 13, nee, das brauchen wir nicht. Ja, mal alle Attributbrustpanzer wäre mal cool.
wenn wir den mal kriegen würden. Nicht alle Attribut, lol. 3 Stat, genau, den meinte ich hier. Sehr schönes Item, plus 65. Das schmecket. Und ja, die Rüstung da drauf ist auf jeden Fall auch sehr saftig. So, wir haben hier, was war das? Ein 190er Item. Okay, Schuhe brauchen wir noch extrem. Die anderen Sachen gehen noch einigermaßen. Schuhe extra und Amulett wäre noch ganz geil, wenn wir die Sachen kriegen könnten. Oder eine Waffe. Okay, die kann man schon mal mitnehmen. Die ist nicht verkehrt. Packen wir mal ein. Wir gucken mal, was wir noch kriegen. Also Schuhe. Ja, es ist auch alle Attribute. Schuhe, was war noch? Achso, ja, da müssen wir in den Zauberladen reingehen. Das Extra und das Amulett. Ah, wieder alle Attribute, brauche ich gar nicht nachschauen. Ja, man erkennt mittlerweile ja schon, wenn man ein bisschen länger spielt, was alle Attribut-Items sind und was 3-Stat-Items sind. Ne? Deswegen, ja, muss man da jetzt nicht weiter drauf klicken. Ich mache es meistens trotzdem immer, aber ja. So, den Gürtel haben wir leider auch schon einen neuen. Jetzt brauchen wir nur noch Schuhe. Ja, das ist natürlich ein bisschen unlucky. Man kann nicht immer Glück haben. Gestern zum Beispiel auf EU15 haben wir richtig Glück gehabt. Heute auf dem Server braucht es ein bisschen länger, bis wir hier unsere Wunsch-Items finden. Aber so ist das nun mal. Ne? Man kann nicht immer Glück haben. Das ist nun mal so. Nichtsdestotrotz beschwören wir unser Glück rauf und blättern einfach so lange, bis wir die bekommen. Da sind sie auch. Ja, jetzt können wir das hier einmal hier neu ausrüsten. So, hier packen wir den Stein rein und hier nehmen wir noch den ja, schwarzen Stein, auch wenn der wirklich nicht mehr gut ist mittlerweile. Aber wir nehmen den jetzt einfach mal, weil wir jetzt halt eben unsere... Okay, sehr nice. First Try direkt. Boah, okay, das ist sehr gut. Ich wollte eigentlich jetzt noch meinen Extra suchen und mein Amulett. Ich wollte jetzt einfach nur mal gucken, ob mit der neuen Waffe jetzt was liegt. Und ja, einfach nur mal um zu schauen, aber das sieht sehr gut aus. Okay, krass. Also das, ja, das geht dann doch leichter voran, als ich gedacht hätte jetzt hier auf der... Ja, guck mal, wie schnell auch, ne? Guck mal, wie schnell wir vorankommen jetzt hier. Okay, jetzt haben wir einen Magierfonds, der könnte blocken. Ja, deswegen würde ich, glaube ich, ja, wir haben auch rund 162 abgeschlossen. Jetzt gehen wir mal in den Zauberladen rein und gucken mal, dass wir hier noch unsere Items bekommen, die wir jetzt noch benötigen. Amulett 3-Stat hätte ich gerne und das extra 3-Stat. Und dann, ja, das haben wir schon mal, sehr schön. Dann gucken wir einfach nochmal in den Wirbelwind und nochmal kurz in die Lichtwelt vielleicht, aber ich glaube, das, achso, nee, nicht Waffenladen, Zauberladen. Ja, und dann stecken wir das restliche Geld dann einfach in die Gilde, würde ich sagen. Ne? Haben wir hier ein bisschen was dazu gewonnen, plus 12 ist nicht worth. Ja, wir gucken jetzt wirklich nur noch nach dem Amulett, was wir hier austauschen, plus 51. Nehmen wir mit. Und zack, dann machen wir einmal so, bam. Die Tränke würde ich mir noch grabben. Ja, jetzt guck mal, wie also die Items wirklich arschteuer noch zur Zeit. Ja, gucken wir nochmal kurz Lichtwelt. Ob das was gebracht hat, zweifle ich dran. Ich glaube eher nicht. Ja, dafür bräuchten wir halt wirklich nochmal vielleicht, ich weiß nicht, wie gut die Spanne jetzt ist. Bei den Kriegerspannen weiß ich immer nicht wirklich so Bescheid. Wahrscheinlich ist es nicht die allerbeste Spanne, die wir bekommen haben jetzt hier auf der Waffe. Aber ja, besser als nichts, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, hier müssen wir wirklich nochmal ein bisschen uns improven, bevor wir hier weiterkommen. Aber nichtsdestotrotz war es doch ja, ein ganz guter Push, würde ich sagen. Wir gucken jetzt nochmal in den Wirbelwind rein. Hier sollten jetzt nochmal ein paar Etagen liegen, denke ich mal. Wir haben uns jetzt ja doch ein bisschen verbessert und im Wirbelwind macht sich das gerade auch zum Anfang immer am meisten bemerkbar. Ja, hier kriegen wir auch nochmal ein bisschen Gold nochmal zusätzlich. Ja, was unseren Char persönlich jetzt nicht weiterbringt, weil ich jetzt hier alles in die Gilde gleich reinstecken werde. Ne? Allerdings... ja, ist das halt eben jetzt auch nicht wirklich die Ambition, die ich hier auf dem Server verfolge.
richtig heftig im Level abzugehen. Wir werden definitiv so oder so auch nochmal weiterkommen. Alleine durch die Level-Ups, die wir hier machen, kriegen wir ja besseres Equipment, bessere Steine, alles, ne, drum und dran. Und das muss dann reichen, um ein bisschen weiterzukommen in den Dungeons. Und aus den Dungeons holen wir uns dann das Gold raus und aus den Quests dann eben auch, um halt eben ja, für die Gilde hier ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Ne? So, im Wirbelwind geht wirklich ganz gut was. Das ist sehr schön zu sehen. Ja, mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. Wie gesagt, Märchenturm ist natürlich die Number One Einnahmequelle, was so Gold angeht jetzt, wenn man schnelles Gold braucht. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt erst unsere gesamten Begleiter equippen, so Steine auch so, wenn es geht, überall rein. Und ja, ich glaube, so lange spiele ich dann doch nicht mehr hier auf dem Server, dass ich das hier noch dann irgendwie noch so lange mitmache. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal aus. Ja, das wäre mir dann ein bisschen zu langwierig und ich glaube, es ist ja auch immer eine Preisfrage. Wir müssen uns ja die ganzen Epics besorgen irgendwie für die Begleiter und dadurch, dass die Ausbauten für die Gilde ja auch Pilze beanspruchen, müssen wir da halt eben auch die Pilze in die Hand nehmen. Das ist auch nicht gerade günstig. Das machen wir jetzt mal. Ich gucke mal ganz kurz nochmal, vielleicht hat er nochmal kurz Bock hier. Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, da müssen wir dann nächstes Mal, denn wenn wir ein bisschen höher sind im Level, da nochmal rangehen. Ja, eine coole Waffe hätte ich irgendwie ganz gerne gehabt, so eine 3-Stat-Waffe mit richtig geiler Spanne obendrauf. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal alles so. Ja, wir stecken jetzt das, was wir gefarmt haben, in die Ausbauten rein. Und zwar in Lehrmeister. Das ist das erstmal, was wir hier am meisten benötigen. Ja, das, was uns am meisten voranbringt. Und deswegen machen wir das jetzt auch erstmal. Und ihr seht ja 10 Pilze, jeder einzelne Ausbau. Ihr seht, wie schnell die Pilze hier oben weggehen. Das ist krass. Ja, deswegen ist das schon ziemlich preisintensiv, sag ich mal. Wir gehen mal noch höher. Ja, ist mit das Wichtigste. Deswegen pushen wir jetzt erstmal Lehrmeister hoch. Jetzt sind wir hier bei 100,2% Erfahrungsboni. Das ist ganz geil. Ja, ich überlege, ja, vielleicht schaffen wir es auf die 200. Sehr schön. Dann haben wir hier 200er Gruppen, beziehungsweise eigener Skill, Gruppenskill haben wir jetzt 521 dadurch. Wir gucken mal, wie weit wir jetzt hier noch kommen mit dem Goldschatz. Ein bisschen geben wir hier mal auch ein bisschen mit rein. Ja, auf 80. 90 schaffen wir hier die 100, das wäre ganz cool. Ja, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Ein bisschen Pilze haben wir noch, ein bisschen Gold. Ja, das stecken wir jetzt erstmal hier rein. So. Und dann sieht das doch schon mal ein bisschen besser aus hier, würde ich mal sagen. Ja, dann freut sich hier die Gilde und kann auf jeden Fall ein bisschen besser hier dann auch questen. Ne? Das ist doch ganz schön. Ja, Freunde, guter Progress hier auf jeden Fall für den heutigen Tag, was man nicht alles so schaffen kann in einer Viertelstunde hier. Ne? Ist ganz nice. Und ja, auf den niedrigeren Levelstufen geht das alles immer noch relativ schnell voran. Deswegen, kann man das auf jeden Fall machen. Und auf jeden Fall denke ich mal, deutlich besser, die Pilze dann so zu nutzen, als sie, wie gesagt, einfach nur liegen zu lassen auf dem Konto. Deswegen, ja, kann man das auf jeden Fall sein Privileg als Content Creator nutzen, wenn man halt eben schon kostenlose Pilze bekommt, die halt dann eben auch einigermaßen sinnvoll zu investieren. Und das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.